Good morning. Guten Morgen. So, you have perceived who you are in Christ. Du hast wahrgenommen, wer du in Christus bist. Now you have to meditate upon it. Jetzt musst du darüber meditieren. You have to begin to truly understand in your heart what your position is. Du musst anfangen, in deinem Herzen wirklich zu glauben, welche Position du hast. Once your heart is truly convinced, it's not going to be an experience unless you act upon it. Wenn dein Herz wirklich überzeugt ist, wird es keine Erfahrung werden, es sei denn, dass du entsprechend handelst. So look, Schau, if you truly begin to understand your position, wenn du wirklich anfängst, deine Position zu verstehen, and a lot of people never experience because they don't understand their position. und viele Menschen machen nie Erfahrungen, weil sie ihre Position nicht verstehen, Never again will there any place for any dirty attacks of the devil. dann wird es nie mehr einen Platz geben für schmutzige Angriffe des Teufels. I tell you why. Ich sage dir warum. If you perceive that you are seated with Christ far above every evil demonic authority, Wenn du wahrnimmst, dass du mit Jesus hoch oben über jeder bösen teuflischen Autorität sitzt, if you now from this perception come to an understanding because you meditate and see yourself that you are up and the devil is down, wenn du jetzt von dieser Wahrnehmung zu einem Verständnis kommst, weil du meditierst und dich oben siehst und der Teufel unten ist, you now can walk in the experience by simply beginning to act. kannst du jetzt in Erfahrung leben, weil du einfach anfängst zu handeln. So what happens? Was passiert? You have authority over sickness. Du hast Autorität über Krankheit. So once you've perceived and understood it, you've got to now act. You've got to say, sickness, you can't be part of my life. Wenn du wahrgenommen hast und verstanden hast, wirst du jetzt handeln müssen und du wirst sagen müssen, Krankheit, du kannst nicht Teil von meinem Leben sein. You now can experience this authority by simply acting and saying, nope, I will not have confusion, mess, poverty in my life. Du kannst diese Autorität erleben, indem du einfach handelst und sagst, nein, ich will keine Verwirrung, kein Durcheinander und keine Armut in meinem Leben haben. Listen, Hör zu, I don't know which country you live in, ich weiß nicht, in welchem Land du lebst, but your authority is higher than the authority of the president of your country. aber deine Autorität ist höher als die Autorität des Präsidenten in deinem Land. Because your authority is a spiritual authority that is directly delegated to you by God through the finished work of the cross. Weil deine Autorität eine spirituelle Autorität ist, die dir von Gott durch das vollbrachte Werk am Kreuz übertragen wurde. So you tell me which authority is higher, the one of the Son of the living God or the one of the president? Du sagst mir, welche Autorität höher ist, die des lebendigen Sohnes Gottes oder die des Präsidenten. The president acts in the country in the authority of an earthly country. We act in the authority of a heavenly country. Der Präsident handelt in der Kraft und Autorität eines irdischen Landes. Wir handeln in der Autorität des himmlischen Landes. So you have to begin to make this your experience. So musst du anfangen, diese Erfahrungen zu haben. I give you a second reason why a lot of people lack experience. Ich gebe dir einen zweiten Grund, warum viele Menschen Mangel an Erfahrungen haben. Because unfortunately they've opened their hearts to the lie of dualism. Weil sie unglücklicherweise ihr Herz für die Lüge des Dualismus geöffnet haben. You know, dualism is a very evil thing. Dualismus ist ein sehr teuflisches Ding. It has of course different expressions in the church. Es drückt sich in der Kirche auf verschiedene Arten aus. It separates spiritual from natural, Es trennt Spirituelles vom Natürlichen, which in the mindset of the Hebrews and in the Bible teaching there is no difference. wo es im hebräischen Denken und in der Bibellehre keinen Unterschied gibt. I give an example. Ich gebe dir ein Beispiel. What is more spiritual, to preach a powerful sermon and heal the sick, Was ist spiritueller, eine kraftvolle Predigt zu predigen und die Kranken zu heilen? or wash the dishes because you want to show your love for your wife? Oder das Geschirr zu waschen, weil du deiner Frau Liebe entgegenbringen willst? They're both spiritual things. Beides sind spirituelle Dinge. Because the Bible tells us everything we do unto the Lord. Weil die Bibel uns sagt, alles was wir tun, tun wir dem Herrn. So if I wash dishes and I wash them unto the Lord, and if I preach a sermon and I preach unto the Lord, they're both spiritual experiences. Wenn ich Geschirr wasche und dies für den Herrn mache, und wenn ich eine Predigt predige und sie für den Herrn predige, sind beides geistliche Erfahrungen. But in our mind, we've separated these two things. Aber in unserem Denken haben wir diese beiden Dinge getrennt. You know, we think fasting is more spiritual than eating. Wir denken, dass Fasten spiritueller ist als Essen. How? Wie? The Bible says, whatever you eat or drink, do it to the glory of the Lord. Die Bibel sagt, was auch immer du isst oder trinkst, tue es zur Ehre Gottes. Eating is supposed to be a spiritual experience. Essen sollte eine spirituelle Erfahrung sein. As long as you don't eat McDonald's and drink Coke. Solange du kein McDonald-Essen isst und kein Cola trinkst. I had to say this to wake up Daniel. He's about to go to sleep. Ich muss dies sagen für Daniel, um ihn aufzuwecken, denn er schläft fast ein. Imagine McDonald's and Coke and Daniel wakes up. Erwähne McDonald und Cola und
Und Daniel wacht auf. But think about it. Aber denke darüber nach. The dualism separates spiritual from natural, and that's one of the reasons why we don't have experience. Der Dualismus trennt Spirituelles vom Natürlichen und dies ist einer der Gründe, warum wir keine Erfahrungen haben. But there is another thing, Aber da gibt es noch etwas. another really evil expression of dualism, Einen sehr teuflischen Ausdruck von Dualismus. and it is the separation of laity and clergy. Und das ist die Trennung von Laien und Kleriker. People, I am so passionate about this. I could preach for 5 hours now about it, but I won't. Leute, ich bin darüber so leidenschaftlich. Ich könnte darüber 5 Stunden predigen. I have to mention it. Why? Warum muss ich es erwähnen? Because this wrong belief and mindset, it robs people from experience. Weil dieser falsche Glaube und dieses falsche Denken den Menschen die Erfahrungen raubt. Let's look what it even means. Schau, was es sogar bedeutet. The word lay comes from the Greek word laos. Das Wort Laie kommt vom griechischen Wort Laos. It actually means a group of people. Es bedeutet eigentlich eine Gruppe von Menschen. The word clergy comes from the Greek word kleros, which means an allotment, something that has been given to you. Das Wort Klerus kommt vom griechischen Wort Kleros, was bedeutet, dass dir etwas gegeben wurde. So I want to show something to you. Ich will dir etwas zeigen. In my experience, and I'm telling you my experience, Wenn ich dir meine Erfahrung mitteile, basically every church that I know and ever visited has this division between clergy and lay. hat beinahe jede Kirche, die ich kenne und jemals besucht habe, diese Trennung zwischen Laien und Kleriker. I know there are some denominations that try to go against this. Ich weiß, da gibt es ein paar Denominationen, die versuchen dagegen anzugehen. But in general, Aber im Allgemeinen here's the problem. ist Folgendes das Problem. We put somebody in a position of ministry and we pay him to do the job. Wir geben jemandem eine Position im Dienst und wir bezahlen ihn, die Arbeit zu tun. By doing so, we separate clergy from laity. Und indem wir so handeln, trennen wir Kleriker von den Laien. The pastor is a professional and I'm just a little guy who's got to learn from the big guy who is the pastor. Der Pastor ist ein Beruf und ich bin nur ein kleiner Kerl, der vom großen Kerl, vom Pastor lernt. I think it's better we continue tomorrow. Ich glaube, es ist besser, wenn wir morgen weiterfahren. See you. Sehe dich!